Hallo und herzlich willkommen zu K to the One, Esoterik für Fortgeschrittene, die okkulte Tagesdosis. Heute über Bundeslade, über Konditionierung, Framing, Weltbild und vieles mehr. Viel Spaß, K to the One. Jo, ein bisschen neue Technik, wie ihr seht. Ähm, ja, ich war jetzt fast 2 Wochen nicht am Start. Ich habe eigentlich schon vor einer Woche ungefähr ein neues Video gemacht. Ganz aufwendig gefilmt und dann mit technischen Schwierigkeiten, wie immer. Ne? Hier saturnalische Finger im Spiel, denn K1 heißt ja Saturn und Saturn hemmt nun mal alles. Das heißt, die Technik, die ich anfasse, die geht immer kaputt, nichts funktioniert. Aber dafür jetzt mit neuer Software und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du ein ganzes Video gemacht, geschnitten und so viel Arbeit reingesteckt, den ganzen Tag hochladen und rendern und ihr kennt das alle. Ey, und dann auf einmal stürzt der Computer ab und die ganzen Dateien unvollständig und. Naja, ich habe dann erstmal eine Krise bekommen und wollte mal wieder alles ja, aufgeben, so nach dem Motto, ach komm, die Technik ist noch nicht so weit, was soll die ganze Bemühung? Ja, und dann habe ich überlegt, ja komm, machst jetzt aus der Not eine Tugend und machst jetzt mal einfach technisch eine ja, Neuerung, sodass du auch mehr Möglichkeiten hast. Und ja, langfristig wird das sowieso was ganz Tolles hier und ich hoffe, ihr werdet diese neue Soundqualität jetzt auch ja, besser bewerten, denn ja, so ein cooles Kondensatormikrofon ist schon viel besser als dieses Telefon, wo ich da immer reingeredet habe. Auf jeden Fall, freut mich sehr. Wir wollen direkt mal einsteigen. Nochmals vorab, ich weiß gar nicht hier so recht, was ich machen muss. Es ist eine ganz komplexe Streaming-Software. Ich muss da 1000 Knöpfe drücken und was weiß ich, irgendwelche Sachen beachten mit dem Ton. Deshalb bitte schreibt mir in die Kommentare eure Rückmeldung. Ist der Sound gut? Ist der zu laut? Was weiß ich, gibt es irgendwelche Verzögerungen und. Wir haben jetzt Punkt 17 Uhr, das war die Klangschale und deswegen legen wir mal los. Also, es ist heute Samstag, der 16.10. Ja? Wir haben jetzt die Möglichkeit, viel mehr auch Grafiken und so weiter einzublenden. Deswegen werden wir in Zukunft auch viel mehr auf Horoskop, Tarot und so Symbole eingehen können. Aber zuallererst wollen wir über das Framing reden. Das Wort ist ja nun in aller Munde, wie ihr jetzt wisst. Frame bedeutet Rahmen. Es ist einmal der Bilderrahmen, ja. Es ist aber auch die Theaterbühne, die im Grunde ja auch wie ja, ein Bildschirm ist, ne? Also eine Vorführfläche. Dann ja, der Kubus, auch nicht zu unterschätzen, der hat auch was mit dem Frame zu tun, auch wenn der Kubus ähm, dreidimensional ist. Aber im Grunde ist ja jedes Bild auch dreidimensional, aber eben runtergebrochen für das Analytische, von mir aus Kognitive, wird das auf das Viereckige runtergebrochen. Frame haben wir auch in der Filmgestaltung. Also die ersten Filme, könnt ihr euch noch erinnern, die waren ja auf so einem Streifen und da war ein Frame,
neben einem anderen und 17 Frames, also Bilder pro Sekunde, ich glaube 17 bis 20, keine Ahnung, ungefähr, sagen wir mal 20, bei 20 Bildern pro Sekunde entsteht ein bewegtes Bild im Gehirn. Und deshalb einzelne Frames, die zu einem laufenden, bewegten Bild werden. Früher hat man noch Filmindustrie gesagt, weil da tatsächlich wie in einer Fabrik 1000 Leute beschäftigt waren, die mit einer Lupe und da Retuschierung mit Schnittwerkzeug und was weiß ich, so Mini-Skalpell und Rasierklinge, die Frames, die einzelnen Bilder bearbeitet haben, ähm, reingemalt, Sachen reingeschnitten und so weiter, Bilder zusammengeklebt. Und deshalb auch noch diese Manpower, diese Masse an Menschen, die damals noch beschäftigt waren in der Filmindustrie. So, Framing. Also, es ist super, super wichtig beim Thema Konditionierung. Ich mag das Wort Konditionierung lieber benutzen als Framing, weil Konditionierung ist mehr als nur Frame, eben dieses visuelle oder beim Film dann noch auditive, akustische, sondern bei Konditionierung haben wir auch Gefühle, Körpersprache, also Bewegungen oder eben Charakter. Erinnert euch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinem Verhalten oder Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden zu Gedanken. Da schließt sich der Kreis und das ist Konditionierung. Also all unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Bewegungen, unser ganzes Leben. Und deshalb ist es so wichtig, von Konditionierung zu reden. Denn in der Sportwissenschaft gibt es eben auch Kondition als Begriff und viele denken bei Kondition eben an Ausdauer und Konditionstraining oder so. Aber Kondition bedeutet eigentlich in der Trainingslehre, also es sind 5 Aspekte, auch interessant, Panchatantra, also wieder diese Zahl 5. Die 5 Aspekte der Kondition sind, glaube ich, Schnelligkeit, Kraft, also Maximalkraft, Ausdauer, Schnelligkeit und an Schnelligkeit hatten wir schon, Beweglichkeit und Flexibilität. So, das sind die 5 Aspekte in der Trainingswissenschaft, die die Kondition ergeben. Ja? Von daher ist Konditionierung eben mehr als nur die Bilder, die man sieht. Es ist das, was man hört, es ist das, was man eben auch tut und es ist das, was man meint, was über einen kommt. Stichwort Charakter, morphische Felder. So, und deshalb werden wir und müssen wir immer wieder über Hollywoodismus reden. Ihr kennt diesen Begriff, den ich benutze, Hollywoodismus. Und ja, da hat mein Freund Charles wieder mal eine ganz coole Sendung gemacht. Ich habe die Sendung übrigens letzten Montag gemacht. Also letzten Montag habe ich ganz krass gefilmt. Ich habe die Sachen hochgeladen, also ich muss das ja immer hier mit Kabel verbinden und dann klappt das manchmal nicht. Dann muss ich das über eine Cloud hochladen und dann muss ich die Sachen schneiden und dann danach rendern und nach dem Rendern nochmal hochladen. Das ist alles so kompliziert und es ist dann, der Computer ist dann abgestürzt und das war alles weg. Die ganze Arbeit von einem Tag war weg.
Und ich hatte so eine Krise letzte Woche, dass ich gesagt habe, ach komm, ey, ich habe erstmal keinen Bock auf die alte Art. Ich mache das jetzt richtig mit Streams. Ne? Habe jetzt richtig schön Mikrofon, vernünftiges Streaming-Licht und hier mit Bildschirm und Tastatur mache ich das jetzt vernünftig. Und da ging es um Hollywoodismus, darüber eben über die Weltbilderzeugung. Und das Geile ist, dann kam der Charles direkt mit der Sendung über hier die Truman Show. Richtig geil. Das habe ich mir heute Morgen noch angeguckt und dachte mir so, wie geil ist das denn? Das kommt jetzt gerade alles zusammen, dass diese Themen jetzt, ich sage jetzt mal, ja, äh, äh, ja, jetzt nicht Mainstream werden, aber aussprechbar. Ne? Egal, zurück zum Thema Framing, Hollywoodismus. Da wollen wir direkt mal einsteigen, weil ich rede immer so viel und gerne, aber warum nicht einfach mal jetzt die Vorzüge des ja, Computerzeitalters und ihr werdet sehen, das macht richtig Spaß. Also mir macht das voll Spaß hier. Sagen wir mal, hier Hollywoodismus, beginnen wir mal mit dem ersten, also es gibt ja diese Big Six oder so, ne? Also hier Paramount Pictures kennt ihr alle, ne? Hier dieser Berg, man denkt da an Paramount, ne? Da denkt man an übertreffend, das Wort Paramount, übertreffend, ne? Und auch Mount ist der Berg, aber das bezieht sich auch hier auf Adolf Zukor. Total krass, das ist hier also ein Zuckerberg. Total abgefahren. Adolf Zukor, also Adolf Zucker und Zuckerberg. Ist geil, ne? Und in dieser Truman Show Sendung kam auch was über diese Kuppel bei Paramount Pictures, glaube ich, oder Warner Brothers. Zu den Warner Brüdern kommen wir gleich auch noch. Auf jeden Fall, ach, ihr seht jetzt gerade meine Kamera gar nicht. Egal, ich mache demnächst so ein kleines Bild von mir noch rein. Auf jeden Fall, ne, ihr seht hier der quasi der, ihr seht es hier aus Österreich-Ungarn, ja. Hier steht auch ungarisch-jüdische Familie hineingeboren. Ne, da steht immer ungarisch-jüdisch, das klingt dann immer so, ach ja, wie Magyar-Russak, das heutige Ungarn, aber eben, ganz wichtig hier, Österreich-Ungarn. Wir werden beim Thema Hollywoodismus noch ganz viel hier generell über Medienkompetenz reden. Und nur jetzt vorab, ne? Wir haben diese Big Six total abgefahren. Ich habe mich auch jetzt gar nicht auf diese Sendung vorbereitet, weil ich habe jetzt keinen Bock noch mal eine Woche und so. Ich will jetzt einfach loslegen. Big Six, merkt euch die Big Six, die sechs großen ja, Produktionsfirmen. Von diesen Big Six ist einer nur ein echter Amerikaner und das war Walt Disney, den es bis heute auch noch gibt. Jetzt nicht den Walter Disney, sondern Walt Disney als Firma. Und das Krasse ist, die fünf anderen von diesen Big Six sind halt eben alles europäische oder Ostjuden, ganz viele deutsche Vorfahren. Ey, wir reden gleich über Karl Lemle, den biggest of these Big Six. Weißt du, der Karl Lemle, wie der Name schon sagt, so ein Schwäble. Und total abgefahren. Ne? Wir haben jetzt Adolf Zucker gehabt und wenn wir jetzt demnächst über Hollywoodismus reden, da kommt immer Medienkompetenz mit rein. Wir haben jetzt durch diese Streams die Möglichkeit, ähm, wirklich Artikel durchzugehen, sie aufzuklamüsern und so. Deswegen, wenn ich heute nicht alles schaffe, ne, wir haben, wie viele Minuten haben wir schon? 13 Minuten schon. Dann machen wir den Rest ein andermal. Es geht jetzt immer weiter. So, gehen wir wieder zurück zu dem anderen Bildschirm. Ey, warum machen wir jetzt nicht einfach mal ein cooles, das können wir hier direkt vor Ort machen. Ihr könnt von mir aus hier diesen Artikel lesen über den Adolf Zucker oder Adolf Zucker, während wir hier richtig nice ein kleines Gesäß
von mir da rein machen. Alles live. Warum schneiden? Ach, das klappt gerade nicht. Egal. Machen wir. Nee, das klappt doch. Hier, zack. Machen wir Video entfernen. Ja, jetzt regen sich ein paar Leute auf und sagen, hey, du kannst das doch nicht machen. Hier einfach mitten im Video. Doch, ihr könnt doch den Artikel jetzt einfach lesen. Zack. Und tada, das Warten hat sich gelohnt. Ne, dann können wir nämlich jetzt richtig schön hier kleiner machen. Aber den kleinen Kayvon, könnt ihr den kleinen Kayvon immer schön sehen, während der euch was erklärt. Seht ihr? So schnell geht das. Ratzfatz, das ist die neue Technologie bei K2 Subon. Hightech. Also, wir haben hier Adolf Zucker. Ja, das ist der eine, aber nicht der größte. So, gehen wir mal Karl Lemle ein. Das geht hier ratzfatz. Karl Lemle. Zieht euch den mal rein. Das ist ein ganz abgefahrener Mensch. Ne? Es gibt auch ganz tolle Dokus. Müsst ihr einfach danach suchen bei YouTube. Findet ihr auf die Schnelle, wenn ihr Hollywoodismus eingibt oder die Big Six oder einfach Karl Lemle. Weil das ist ein ganz krasser Typ. Ne? Karl Lemle, wie der Name schon sagt, hier Laubheim. Ganz interessant. Ne? Landkreis Biberach im Schwabenland. Jüdischer Viehhändler. Also der Papa war ein jüdischer Viehhändler. Und er wandert im Alter von 17 Jahren, wandert er aus nach Amerika. So, bla bla blub, merkt euch 1884. Dann wurde Lemle Geschäftsführer in einer Textilfirma. Geil, ne? Gut, ich meine, in Amerika ist das alles ein bisschen einfacher als in Deutschland, vor allem da vor über 100 Jahren, mittlerweile 130 Jahren fast, war das mit Sicherheit einfacher als heutzutage, wo man hier wie Asterix und Obelix da den Passierschein da besorgen muss. Nichtsdestotrotz, ihr werdet auch sehen, es ist immer erstaunlich, ne, diese sogenannten Hollywood-Juden, die dann da nach Amerika gehen, wie schnell die aufsteigen. Später kommt auch raus, dass die dann auch ganz viel ja, helfen. Ne? Hier kommt später Lemle rettet deutsche Juden. Die nennt man Affidavits. Ein Affidavit. Ne? Also sowas wie eine Bürgschaft oder wie heißt das heutzutage? Verpflichtungserklärung. Ja? Wenn du hier in Deutschland zum Beispiel jemanden, einen Ausländer einladen willst, zum Beispiel wenn ich jemanden aus dem Iran hier einladen will nach Deutschland als Tourist, muss ich eine Verpflichtungserklärung für ihn ja, abgeben. Und das ist halt sozusagen hier so ein Affidavit, ne? Dass man quasi gebürgt hat und gesagt hat, hier, wir holen die Leute da raus, wir bezahlen für die und so hat zum Beispiel Karl Lemle über 300 Bürgschaften für jüdische Familien nur aus Laubheim, Berlin, Nürnberg und ein paar anderen Städten übernommen. Also richtig krass. Und er ist ja nur einer von den reichen Juden. Und wir reden hier vom Zweiten Weltkrieg, aber zurück zum Anfang. Er war nämlich 18 noch was, 1889, 84 dann schon hier in Amerika tätig. So, und dann gab es diese alten Filmtheater, ja, wo quasi die Technik noch neu rausgekommen ist. Gurdjieff, mein spiritueller Mentor, hat auch in der Zeit damals auch investiert in diese Filmtheater, weil das war einfach was Neues, eine neue Technologie und Leute, die ihrer Zeit voraus waren, haben schon gewusst, okay, das wird die Zeitungen übernehmen oder das Radio. Ja, und dann haben eben diese Hollywood-Juden, die eben so schlau sind oder schlau waren, Stichwort Juden, die im Jahre 5700 leben, Leute, da ist was dran, ne? Das ist eine alte Kultur, deswegen, die sind auch schlau. Und die haben einfach gedacht, hey cool, das ist cool, das bringt Geld und Schickel, Schickel und dann haben die da investiert. Zumal du auch als Künstler, ne, beim Film damals schon
viel mehr transportieren konntest in kurzer Zeit als noch auf einer Theaterbühne. Beim Theater brauchtest du noch Requisiten, ganzen Schauspieler, aber eben beim Film konntest du schon anfangen mit Tricks zu arbeiten. Ähm, eben, obwohl das sehr komplex war im Gegensatz zu heute, war das dennoch einfacher als Theater. Und heute mit CGI, also mit computergenerierten Zeichnungen, kann man noch schneller arbeiten als damals mit Hand. Ne? Stichwort Filmindustrie, wo hunderte Leute wirklich noch geschnibbelt haben mit einer Rasierklinge und so und gemalt haben, retuschiert mit einer Tusche, Farbtusche. So, und deswegen diese Filme damals waren auch eine Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken, eben eine Botschaft zu geben. Jetzt nochmal zurück zu diesen Hollywood-Juden. Es heißt auch, dass die einfach damals in einer Zeit gelebt haben, ne? Hier Ungarn wie hier Adolf Zucker oder wenn wir jetzt zum Beispiel hier zu den Warner-Brüdern reden, einmal Warner Bros. Ja, aber das sind die Warner-Brüder, ja. Hier die vier aus Polen stammenden Brüder Harry, Albert, Samuel und Jack. Nein, bestimmt hieß der Harald, Albert, Samuel und eben Jakob. Ne? Und wenn man hier zum Beispiel aufgeht, Jack Leonard Warner, einer, siehst du hier auch. Hier, siehst du, habe ich schon gesagt. Jack Leonard Warners ursprünglicher Name war Jakob. Ja? Und seine Eltern waren Benjamin Warner und Pearl. Ne? Das ist bestimmt auch ihr späterer Name, Lea Eichelbaum aus Polen, okay? Deswegen, wenn ihr so Namen seht, Jack Warner, dann ist das Jakob Warner. Und so, hier haben wir die Warner-Brüder, ja, die Warner Bros, die Bro, die vier Polen. So, das ist einer der Big Six. Und diese Leute, die, ne, Polen, Ungarn und hier Karl Lemle da in Laupheim bei Biberach. Also es ist nichts gegen Biberach, ne? Ich kenne da sogar ein paar coole Leute von so Psytrance-Festivals, also richtig abgefahren coole Leute auch. Aber insgesamt ist ja Biberach wirklich jetzt auch 2021 jetzt nicht ähm, wirklich, ich sage jetzt mal, das Nonplusultra für Open Mindedness. Jetzt, wie wäre das vor über 100 Jahren? Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt bei Leuten aus Biberach. Köln ist auch nicht besser, Leute. Ne? Über Köln machen wir auch noch eine Sendung in Ruhe. Über das Vorurteil, dass alle denken, Köln wäre so weltoffen wegen dem Karneval. Köln ist so weltoffen, weil das eine Hansestadt ist, wegen den Händlern, den Hansen, nicht wegen dem Karneval. Karneval ist nur Brot und Spiele. Zurück zum Thema, Brot und Spiele. Hollywoodismus, ne? Karl Lemle, das ist der größte dieser Barbos. Ja, der hat zuerst die Independent und dann später die Universal Studios aufgemacht. Und ganz interessant ist es jetzt, ne, damit wir nicht zu lange jetzt nur bei den Personen verweilen. Er hat jetzt hier gegründet, bla bla blub, ne, und da waren auch ganz erfolgreiche Filme. Jetzt haltet euch fest, hier. Er produzierte im Ersten Weltkrieg Propagandafilme. Ne? Alle denken immer da bei Juden an ja, die armen Juden, die zu Recht auch sich beklagen über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg. Aber lest hier, er produzierte im Ersten Weltkrieg Propagandafilme. Im Jahr 1918 kam zuerst der Propagandafilm Der Kaiser, die Bestie von Berlin. The Kaiser, Beast of Berlin. Über Kaiser Wilhelm II. Heraus. Noch 1918 folgte der Propagandafilm Untergang der Lusitania, The Sinking of the Lusitania. 1919 spielte Erich von Stroheim in Herz der Menschlichkeit, Heart of Humanity, einen deutschen Offizier, der eine Rotkreuzschwester vergewaltigen will.
Dieser Offizier wirft ein bei der Vergewaltigung störendes Kind aus dem Fenster. Also echt verstörend. Das wäre ja heutzutage ab 18 oder für mich sogar Snuff-Kategorie. Wirklich. Aber jetzt, ne? 1919, Herz der Menschlichkeit. Auch verrückt, ne? So ein Titel, wo jetzt eigentlich so verstörende Sachen kommen werden. Herz der Menschlichkeit, so positivistisch ausgedrückt. Ne? Und dann eine Rotkreuzschwester, die vergewaltigt wird. Also nicht, ich meine, Vergewaltigung ist sowieso schlimm. Vergewaltigung zählt zu Folterung. Aber Vergewaltigung auch noch von jemandem, der helfen will. Also doppelt so, dass man dann den Anti-Helden hassen will im Film. So, und dann bei der Vergewaltigung störendes Kind aus dem Fenster werfen. Also ey, verstörend. Wenn ich das schon ausspreche, tut es mir leid, dass ich so ein hässliches, so ein perverses, entartetes Bild zeichne. Also dass ich das schon vorlese, das ist wirklich verstörend für mich. Aber wir müssen da durch, wir müssen uns das Dunkle anschauen, um in die Materie reinzugehen. Ihr wisst noch, ne, hier, wo haben wir, habe ich extra vorbereitet, die Schatzkarte, ja, der schwarze Kubus. Der schwarze Kubus vor unserem Auge, so, ne, der schwarze Kubus über unserem Kopf ist schlimmer als der schwarze Balken vor unserem Auge. Warum ist er schwarz? Warum konnte er nur so schwarz werden? Weil dort kein Licht reingegangen ist. Ja? Oder weil dort noch kein Licht ist. Alright? Jetzt gehen wir wieder zurück. Und 1919 also, im Ersten Weltkrieg ein Film gegen die Deutschen. Sehr abgefahren, ne? So. Und wenn man dann noch weitergeht in die Thematik, beim Thema Hollywoodismus geht es auch um dieses, ja, mh, extrem pompöse und ja, dramatische und entweder rettet man die Welt, also in der Medizin würde man sagen, Größenwahnsinnige, das ist manisch, ja, immer die Welt retten, immer irgendwie das Leben von jemandem retten. Ich rette dein Leben, du hast mein Leben gerettet. Aber das ist generell in der Dramatik, da muss man halt eben einen Spannungsbogen aufbauen und das ist eben durch die Zweiphasigkeit. Von daher ist das alles okay. Aber ganz speziell diese Hollywood-Juden, die waren ja im Grunde auch vertrieben. Man muss jetzt nicht sagen, hier, das sind Verrückte, sondern jetzt kommt's, im Chor, ja, da hören wir uns auch die Gegenseite an. Wir versuchen das zu verstehen. Nicht im Sinne von, ach, hast du toll gemacht, sondern verstehen im Sinne von Ursache und Wirkung erkennen. Was war die Ursache für dieses Phänomen? Warum hasst da jemand, der selber aus Deutschland kommt, die Deutschen so sehr? Ja, Karl Lemmle war eben Jude und er hasst Deutschland, oder das Deutsche Reich in dem Sinne, obwohl er selber wahrscheinlich einen Pass hatte oder wie auch immer. Und wann hasst man seine Heimat? Wenn die Heimat irgendetwas getan hat, ne, Ursache und Wirkung. Deswegen, ich will jetzt keinen Schuldigen suchen. Ich bin jetzt weder der Advocatus Diaboli oder noch irgendwie der Staatsanwalt oder so. Ich bin der Unparteiische. Ich bin die dritte Kraft, die Versöhnende. Und auch da, wenn wir von der dritten Kraft als versöhnende oder versöhnliche Kraft reden, dann heißt das nicht hier, ach ja, hier, dann muss ich mit dem Vergewaltiger, der auch noch ein Kind aus dem Fenster wirft, da irgendwie da versöhnen. Es geht nicht um das Wort versöhnen im Sinne von hast du gut gemacht. Ne? Seht ihr, Framing, da müssen wir immer wieder jedes einzelne Wort untersuchen. Versöhnlich bedeutet, in der Astrologie sagt man auch beweglich. In der Astrologie gibt es auch diese drei Kräfte. Kardinal, fix und beweglich.
Ja? Wenn wir über die Astrologie reden, dann kommen wir auch noch dazu. Es gibt zum Beispiel die 4 Elemente in der Astrologie im Tierkreis. Und wenn wir das eine Element Feuer nehmen, das Feuer hat 3 Zeichen in diesem Tierkreis. Ein kardinales, ein bejahendes, ein fixes, ein verneinendes und ein bewegliches, ein versöhnendes oder versöhnliches Zeichen. Ja, bei Feuer ist es bejahend, kardinal, Aries, der Widder, Ari, bejahend, wie Ja auf Iranisch. Deswegen die Arier sind die Bejahenden, weil sie Ari sagen. Dann haben wir das fixe Feuerzeichen, das ist Löwe. Ja, Löwe ist auch ein Feuerzeichen, so wie Widder. Aber das fixe, das verneinende oder das verneinende oder eben fixe. So. Und dann gibt es ein drittes Feuerzeichen, das bewegliche oder eben versöhnende Feuerzeichen, das ist Schütze, Sagittarius. Ja, da sieht man auch eben wieder quasi den Pfeil bewegt, den geistigen Pfeil bewegt. Ja, Feuer, Aries. Zurück eben zu Framing und Hollywoodismus. Wenn wir von versöhnlich reden, dann heißt es nicht, dass wir alles gut finden müssen, sondern gut bedeutet eigentlich siegreich über Dialektik. Es ist anstrengend, aber eben notwendig, damit der schwarze Kubus verschwindet. Ja? So. Warum hassen diese Leute also ihre Heimat so sehr, dass die einen Film, einen Propagandafilm machen? Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen hier, ähm, Lusitania, ja, dann könnt ihr mal in Ruhe hier The Thinking of the Lusitania gucken hier, was dann später passiert ist. Also gibt es ganz viele interessante, jetzt nicht die Handlung im Film, sondern die Auswirkungen. Ja? Klar, der Untergang der Lusitania hat in Wahrheit stattgefunden, also ein reales Ereignis, aber da hat man, ich mache jetzt mal hier einen coolen Effekt, zack, bam, ist doch viel besser so, wenn ich rede. Seht ihr, ich lerne dazu. Das ist der erste Stream, deswegen Piano, Piano. Es wird jedes Mal besser. Ich werde mir Routinen angewöhnen, Übergänge. Bald kommen so richtig coole, hier so Laufschriften, so Einblendungen, bla bla blub. Es macht richtig Spaß. Zurück zum Thema. Es werden reale Ereignisse genommen, wie der Untergang der Lusitania. Dann aber werden Filme gemacht, die dann noch so ein bisschen dramaturgisch aufgepäppelt wurden. Da kommt dann noch so eine hübsche Frau am Ende, die dann noch für den Roten Kreuz arbeitet, also noch so eine Krankenschwester. Ey, und dann wird nochmal dieses schreckliche Bild mit dem Baby und so, weißt du, das wird dann noch hier so gewürzt, ne, mit so dramaturgischen Elementen, weil du kannst ja nicht einfach nur hier einen Schiffsuntergang hier filmen. Apropos Schiffsuntergang, Titanic kommt irgendwann auch, aber jetzt erstmal Untergang der Lusitania. Ja? Was ist passiert in Amerika und überall anders? Ihr könnt euch hier die Anmerkungen hier nochmal, hier, wo waren wir? Zack, rechter Bildschirm, Booms, Fallara. Ne? Hier die Anmerkungen, könnt ihr euch nochmal durchlesen, was da passiert ist. Also da sind wirklich Leute hingegangen und haben dann Krieg mit Deutschland gefordert. Ja, die haben gesagt, ey, es reicht, jetzt muss Deutschland aufs Maul kriegen, was da so abgeht. Okay, das, was ich gerade eben gesagt habe, war ein anderer Film, Herz der Menschlichkeit, nicht Untergang der Lusitania, habe ich gerade durcheinander gebracht, aber ist egal. In der Untergang der Lusitania wären wir auch, wenn wir den Film zusammen gucken würden, wir würden so heftige Dinge, wir können da mal, wenn ihr wollt,
zusammen drauf reacten, wie es so schön heißt. Ja, dann zeigen wir euch die ganzen Platzierungen von den Sachen und da kommen wir auch zum Frame. Wo werden die Sachen platziert? Wer, wie, Sympathiefiguren, Antipathiefiguren, ähm, subliminale Botschaften, ja, durch Wiederholungen, durch Wiederholungen, durch Wiederholungen, das Reinbrennen. Ne? Ihr wisst, Wiederholung ist wie beim Training, Prägung. Ja? Muskelaufbau, die beste Prägung für den Muskel ist, wenn 10 Wiederholungen besser als nur eine. Und die Leute damals haben diesen Film gesehen, wir reden vom Jahre 1919 oder sowas. Die hatten noch weniger Medienkompetenz wie heute. Und gleich gehen wir zu Deepfake, da werdet ihr ausrasten. Damals haben die Leute diesen Film gesehen und haben gesagt, krass, so ist das also passiert. Ne, wahrscheinlich, wie gesagt, sind ja ganz schlimme Dinge passiert, die Deutsche anderen angetan haben, noch zusätzlich. Und dann sind die Leute ausgerastet. Und so schafft man auch gleichzeitig eine Weltbilderzeugung. Denn heute guckt keiner mehr in ein Brockhaus. Das ist ein altes Lexikon für die Jüngeren hier. Ja, da guckt keiner mehr nach, sondern alle gucken bei Wikipedia, weil das das offizielle Stichwörterbuch ist. Ja? Und wer weiß, ob nicht irgendwann diese Filme als historische Dokumente genommen werden. Ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber hey, wer weiß, in 200 Jahren, wenn irgendeine neue Kultur hier nach einem Atomkrieg alles ausgräbt und dann finden die diese alten Filme, ne, weil Papier gibt es ja dann nicht mehr. Wer weiß, ob die dann nicht denken, dass diese Filme die Realität waren. Ich meine, genauso ist das doch auch bei der Mythologie. Die alten Griechen und Römer und so, die hatten doch auch ihre Mythologie. Ja, und da war doch vielleicht auch damals eine oder Beimischung des Zeitgeistes auf vorhandenen älteren oder heidnischen Traditionen. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, ihr kennt doch alles hier mit Weihnachten, hier, dass es alles mal heidnische Feste waren, aber hier, ich habe euch das mal hier vorbereitet. Hier, gucken wir mal wieder auf den rechten Bildschirm. Hier, seht ihr? Sibirische oder Turkvölker, ja, die Türken, die sich ja so sehr mit dem Islam identifizieren. Viele Türken denken, wenn sie den Islam beseitigen aus ihrer Kultur, dann bleibt nichts mehr übrig. Aber nein, die Türken sind nicht nur diese 100 Jahre Republik Türkei, sondern eben auch nicht diese paar Jahrhunderte Osmanisches Reich, auch nicht die davor paar Jahrhunderte christliches Byzanz. Die Türken sind auch nicht nur die Hethiter oder Hittiter, wie man die nennt, hier Göbekli Tepe und so, diese alten 7000 Jahre alten Kulturen, bis 10.000 oder 15.000. Zieht euch das mal rein. Das sind diese, so wie die Arier aus der vorsintflutischen Zeit, diese sibirischen Schamanen. Ja, und das sind eben auch diese Turkvölker. Ne? Weil, ich zeige euch mal ein anderes Bild, die Göktürken. Ach ja, egal, zeige ich euch nachher mal. Die alten Türken, die hatten Runen. Und hier guckt euch mal den Kollegen mal an. Ist das nicht der Bischof von Byzanz? Oder der Bischof von Pirna oder Tyrna, keine Ahnung, wie das Dorf hieß. Aber da war eben im heutigen Türkei, also der türkische, der byzantinische Bischof. Und seht ihr, Framing, Leute, am Anfang war das Wort. Das bedeutet, wir müssen uns mit jedem Wort beschäftigen. Wo kommen die Wörter her? Was, wie, wo? Erinnert euch, Nikolaus kommt von Nike, Niku, die Siegesgöttin. Nike. Ja? Und was macht dieser sibirische Türk-Schamane? Genau, Schamanen sind
der Inbegriff für dialektische Evolution, dass man eben die Gegenseite anschaut, an sich arbeitet. Und deswegen siegreich ist der Schamane. Guck mal, es gibt noch einen blauen Weihnachtsmann, die haben ganz viele Trachten gehabt, unterschiedliche. Guck mal hier diese Spitzhüte, die gibt es auch bei den Skythen, ne? Also ein skythischer Spitzhut. Theoretisch könnte man auch sagen, das sind Skythen. Aber ich sage, das waren eher Turkvölker. Ist ja auch egal, weil Vielfalt. Es gab ja mit Sicherheit nicht nur die Arier damals vor 20.000, 30.000 Jahren. Wie ihr wisst, treue K to the One Zuschauer wissen ja auch, dass hier Sachsen auf Iranisch eben Sakistan heißt. Ne? Sistan im Modernen und Sakistan im Arischen. Und Sakistan ist das Land der Skythen und Sachsen ist wie Sakistan. So Leute, ich muss mal kurz was trinken und währenddessen zeige ich euch mal, was heute passiert ist. Ein Video, zieht euch das mal rein. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich bitte um Rückmeldung, wenn das jetzt zu laut wird, dann sagt mir, dass ich da irgendwie das bei der Audiosteuerung so ein bisschen ändern muss. Jetzt kommt ein Video. Achtung und los. Friedlich weiterarbeiten und. Ja, wir sind auch friedlich. Ja, klar. Und Ja, ich will ist auch für Sie nicht schön. morgen noch an den Tag von heute denken. Deswegen. Ja, eben. Weil ich habe ab und zu Kunden wie Sie, aber die zeigen das dann einfach schnell. Dann ist Ja, es weil aber die durch. auch keine Ahnung haben. Die meisten haben gar keine Ob Ahnung. man auch keine Ahnung hat oder nicht, wenn das der Gegenüber doch wünscht, dann kann man es doch einfach machen. Nein, Sie müssen mir doch auch nicht Ihren Ausweis zeigen. Ich habe auch kein Recht, mich immer zu fragen. Ich kann ja Und hier Sie haben kein Recht, nicht was zu fragen. alles. Das ist ja das Ding. Seit 2 Jahren hat, Ist halt super. nee, seit 2 Jahren hat irgendwie gar keiner eine Ahnung. Keiner liest sich das durch. Alle tun nur Befehle befolgen. Was man will. Oder Ja, Sie brauchen diese Befehle gar nicht befolgen. das ist ja kein Befehl. Da liest doch keiner die Gesetzes... So, Freunde, jetzt wird's witzig. Ich bin auch glücklich, Wenn man aber... glücklich ist, kann man dieses Land Aber- einfach verlassen. Und dahin gehen, wo es einfach schöner ist. Ja, genau, Herr Livio. Sie kommen bestimmt aus Rumänien, ne? Sehr gut. Dann können Sie noch... Wie geil. Der hat nicht damit gerechnet, dass ich erkenne, woher sein Name kommt auf seinem Schildchen. Und das finde ich ja geil, ne? nach Rumänien zurückgehen, wenn es Ihnen hier nicht gefällt. Oder war das eine Anspielung auf... Nochmal, zieht euch das mal rein. Ich muss jetzt seinen Namen eigentlich überblenden, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache. Ich mache das jetzt einfach mal gleich ganz oldschool. Moment, Papier. Ich bin auch glücklich, Wenn man aber... glücklich ist, kann man dieses Land einfach Aber- verlassen. Und dahin gehen, wo es einfach schöner ist. Ja, genau, Herr Livio. Sie kommen bestimmt aus Rumänien, ne? Sehr gut. Dann können Sie nach Rumänien zurückgehen, wenn es Ihnen hier nicht gefällt. Oder war das eine Anspielung auf mich, dass ich Nein, zurückgehen soll, absolut wo ich herkomme? Nee, absolut nicht. Ich sag das für den Deutschen. Ich habe auch einen genauso. deutschen Pass, so Ja, wie ich Sie. sag das für den Deutschen genauso. Dass Ja, wenn ja. die in Sachsen oder so mega unzufrieden Sachsen sind, ist geil. Dann sag Sachsen ich ist denen, geil. Das ja. sind die wehrhaften Deutschen, finde ich nicht so schön da. Ich habe da lange weil sie gearbeitet. Fernsehen gucken. Aber Das sind echte sag ich Deutsche. denen halt auch. Ja, Die haben noch leider. Eier in der Hose, die Sachsen. Nicht wie hier, diese... Okay, jetzt kommt kein schöner Teil und ich habe jetzt wieder Angst, dass da YouTube wieder Mätzchen macht, wenn ich hier anfange, da grobe Sprache zu veröffentlichen. Das ist mir gerade nur aufgefallen. Auch geil, ne? Framing. Es ist mir gerade nur spontan eingefallen. Ich musste kurz was Wasser holen, während ich die Flasche hole. Das ist jetzt alles hier rudimentär. K to the One Studios, ganz chaotisch. Aber Chaos ist die Vorstufe von Kosmos, die Ordnung. Also, ne, Framing ist also auch, wenn ein Rumäne irgendwie auf Nazi macht. Das ist so witzig, ne? Diese versteckte Botschaft, ja, wenn es einem hier nicht gefällt, kann man ja irgendwo hingehen, wo es besser ist. Ja, immer diese hintenrum Anspielung, aber dann habe ich dem schön eine reingedrückt und der hat nicht damit gerechnet, dass ich herausfinde, woher sein Name kommt, weißt du? Also guck mal, wie ungebildet der war, beziehungsweise Wissen ist Macht. Ne, ich habe direkt erkannt, sein Name kommt aus Rumänien, ihr Name kommt doch aus Rumänien. Gehen Sie doch nach Rumänien. Auf jeden Fall, ne? Deswegen Framing.
Nikolaus ist Nike, siegreich, Siegesgöttin. Sieg heißt gut, Niku auf Iranisch. Ja, und der Bischof von Pirna oder was weiß ich, der türkische Bischof, ist ein aus dem Turkvolk. Und die Turkvölker, die kommen nicht aus dem heutigen Anatolien oder Republik Türkei, sondern eben aus Asien. Und wie ihr seht, ne, skythische Spitzmütze und dann eben dieser heilige Stab, der eben Holy Wood auch heißt. Und zurück zu Hollywood. Das wollte ich euch nur kurz zeigen zum Thema Framing. Und ja, heidnische Kulturen, heidnische Feste, die dann später umgelabelt, umgeframed wurden. Ja? Was macht der Zwerg, wenn er schneller vorankommen will? Der Zwerg setzt sich auf die Schultern des Riesen. Und deswegen nimmst du einfach die vorhandenen Feste, labelst sie um, Neusprech. Du kannst auch Unwörter kreieren und sagen, das sagt man nicht mehr. Und dann Extinktion, löschst du die Begriffe aus dem Sprachraum, das sagt man nicht mehr, das N-Wort, das A-Wort, das Z-Wort. Und dann sagt es auch keiner mehr. Und dann Extinktion, ja, aus der Autobahn wird wieder ein Trampelpfad, weil da keiner drüber fährt. Wenn man einen Pfad nicht nutzt, neurologisch, dann atrophiert er. Use it or lose it. Ja, und deswegen durften die Iraner kein Iranisch reden, als vor 1400 Jahren die Araber Iran übernommen haben. Ja, ich rede immer von hybridem Krieg, Freunde. Und das ist es, warum ich euch sage, da ist was im Busch, wenn hier keiner mehr Knorke und Dufte sagt, sondern alle nur noch nice und kill. Weißt du, dann ist klar, dass da klammheimlich was passiert. Salamitaktik. Das passiert nicht in 1, 2 Jahren, das passiert über Generationen. Guckt euch mal die alten, keine Ahnung, Fernsehbeiträge an aus den 50er Jahren. Da hat der letzte Obdachlose ein besseres und klareres Deutsch gesprochen als heutzutage die Menschen. Auch die Wörter, zieht euch mal die alten Trickfilme rein oder Bud Spencer. Das ist gerade mal 40 Jahre her oder so. Die ganzen Bud Spencer Filme. Da die Dialoge, das ist heutzutage für Abiturienten sogar zu krass. Die Bud Spencer Dialoge. Naja, Stichwort heidnische Traditionen, einfach umlabeln. Am Anfang war das Wort, und im Altgriechischen heißt es eigentlich, am Anfang war das Logos. Logos, der schwarze Kubus, ist ein Logos. Oder eben Logos ist eben das Sammelsurium aller Frames. So. Die Leute haben damals gesagt, oh, der Untergang der Lusitanier, die Deutschen, den zahlen wir es jetzt heim. Also ein schlimmes Ereignis, der Abschuss der Lusitanier wird aufgebauscht, damit man dann noch erst recht den Feind noch schlimm findet. Und ich weiß jetzt auch nicht die konkreten Einzelheiten von dem Untergang der Lusitanier. Also wenn irgendwelche Schiffe untergehen und irgendwelche Meldungen rauskommen von wegen, der war's oder hier, der hat seinen Pass neben dem geschmolzenen Stahl liegen lassen, dann ist der das oder was weiß ich, diese ganzen schnellen Antworten, die fast schon vorgefertigt rüberkommen, präsentiert werden heutzutage, da muss man sowieso aufpassen. So, früher wurde retuschiert, Tricktechnik, heutzutage CGI, aber eben nicht nur die Tricktechnik, sondern auch die normale
ungetrickste Filmtechnik. Also die Dialoge, die, wie gesagt, Frame für Frame, ist nichts dem Zufall überlassen. Und ihr kennt zum Beispiel neuerdings seit, keine Ahnung, 20 Jahren fällt mir irgendwie auf, diese ganzen modernen Historienfilme, Troja mit Brad Pitt und so, wo dann irgendwelche Mythen zusammengemischt werden oder auch hier 300, wo man denkt, das ist die Nachverfilmung der Schlacht an den Thermopylen zwischen den Griechen und den Persern. Aber nein, das ist nur eine Comic-Verfilmung, also basierend auf einem Comic. Ne? Auch wieder, wo die Leute denken, ah ja, das ist die Schlacht an den Thermopylen. Aber nein, das ist nur eine Verfilmung des Comics. Und der Comic lehnt sich da an, aber an dieser historischen Begebenheit, aber dramaturgisch eben verändert. Und dann habe ich mir damals gedacht, ja cool, dann sind auch diese Historienfilme hier, was weiß ich, Caligula und so aus den 60er Jahren, doch bestimmt auch damals schon so verwässert oder so dramaturgisch aufgepäppelt oder so. Will man damit irgendwie Geschichte umschreiben oder will man irgendwie auch Geschichte verfälschen? Hey, es heißt Geschichte. Eben eine Geschichte. Und es heißt ja, die Geschichte schreibt der Gewinner. Und in dem Fall, die Geschichte schreibt der Drehbuchautor. Und zum Thema gefälschte Geschichte und so, da werden wir noch ganz viele Sachen machen. Aber jetzt heute erstmal nur Hollywoodismus, Framing. Und wie wichtig das ist, sich da jetzt darüber klar zu werden, dass alles, was aus Hollywood kommt, hat seine Gründe. Ja, diese Leute nochmal, um das Thema Karl Laemmle und so abzuschließen. Also wir waren bei Karl Laemmle, ja, und die hatten einen Abfuck auf Deutschland, haben dann anti-deutschen Filme gemacht. Man kann das jetzt so versuchen zu verstehen, dass die eben selber schon damals diskriminiert wurden, weil nicht erst die NSDAP hat den Anti-Judaismus hervorgebracht, den gab es schon vorher, ja, und die Protokolle der Weisen von Zion, wann gab es die denn? Kann man mal nebenbei gucken, während ich am Reden bin, weil ich kann ja Multitasking entgegen vieler Frauen, die meinen, Männer können das nicht. Die Protokolle der Weisen von Zion, ja, Zion. Die erste Version 1903, ja, könnt ihr selber auch hier gucken, 1903, zack. Das heißt, es ist also nicht nur seit der NSDAP, ne, dass man hier Anti-Judaismus betrieben hat. Das heißt, 1903 haben die Russen schon, das ist auch nicht zu unterschätzen, alle schimpfen auf die Deutschen, auch die Russen, extrem krass. Ja, auch im Bolschewismus und so, da muss ich mich nochmal so konkreter einlesen, weil Russland ist jetzt nicht so mein Thema, aber ich meine, die sind auch teilweise aus der Ukraine abgehauen und da gibt es einer dieser Big Six, der kommt aus der Ukraine, müssen wir jetzt nochmal genau gucken, also die Big Six, das ist Universal, das ist Paramount, also Karl Laemmle, das ist Adolf Zucker, das sind Warner Bros., das sind die Warner-Brüder, Jakob und wie die alle hießen. Dann ist da noch Columbia. Columbia ist auch interessant. Können wir direkt mal hier gucken. Macht das ja Spaß vielleicht. Vielleicht habt ihr ja Lust jetzt hier interaktiv, weil ich habe gehört, die Menschen stehen ja voll drauf, auf dieses ja, Big Brother-mäßige, anderen Menschen zugucken beim Leben. So, haha. Ich kann moderieren und euch die Zeit dabei versüßen. Harry Cohn. Ja, Cohn, kennt ihr Cohen? Sacha Baron Cohen, dieser Borat-Typ. Auf Deutsch Kühn. Ja, Kühn. Auf Englisch Cohen oder im Cohen, hier noch Cohn. Später heißen sie alle Cohen, wie Leonard Cohen, dieser
Halleluja, dieser Halleluja-Typ, da ist er Leonard Cohen oder Leonard Kühn auf Deutsch. Hier Harry Cohn oder eben Harald Kühn. Hier, Harry Cohn war eines von 5 Kindern eines in die USA ausgewanderten, deutsch-jüdischen Schneiders. Ja? Sein Bruder Jack, sagt doch Jakob. Ja, aber seht ihr, das ist wirklich von den Nachlassverwalterinnen und so später. Diese Texte schreibt nicht irgendjemand bei Wikipedia. Das ist hat schon seinen Grund, warum die eben nicht mehr bei ihren alten, sondern bei ihren amerikanisierten Namen genannt werden. So, genau. Das war hier, auch hier bei Harald Kühn, Harry Cohn. Seht ihr, er wandert aus, ne, hier 1891 geboren, er wandert aus, 1891 geboren, merkt euch das. 1909, da ist er 21 Jahre alt. Da hat er schon die CBC Film Sales gegründet, mit 21. Ja? Wie gesagt, das war früher alles einfacher, Gewerbegründung und so, nicht so wie heutzutage hier mit dem Passierschein. Da hast du ja keinen Bock in Deutschland irgendwas zu machen. Ja, aber trotzdem mit 21 schon, so eine Filmproduktionsfirma ist schon geil. Eigene Filmgesellschaft. So, bla bla blub. Okay, das war also jetzt Columbia. Das waren die 4. der 5. der 5. Gehen wir mal einfach hier zu den Big Five. Egal. Auf jeden Fall, das war Columbia, Paramount, Universal, Warner Bros. Und da ist noch eins. Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer. Das ist auch geil. MGM. Metro, Goldwyn, ne, auch schon. Goldwyn, wie Balduin, Goldwyn. Und Mayer, genau, lass uns MGM kurz nochmal, das ist geil. Metro, Goldwyn, Mayer. Nur um einmal zu sehen, ne, wie die Spuren verwischt werden. So. Bla bla blub. Markus Löw. Markus Löw und Louis Mayer. Louis Mayer, okay, das ist jetzt der Amerikaner, könnte man meinen. Louis Mayer, zu dem kommen wir noch. Bla bla blub. Markus Löw, ne, als Sohn einer armen jüdischen, aus Österreich stammenden New Yorker Familie. Mit 9 Jahren schon die Schule verlassen. Okay? So. Markus Löw. Aus Österreich stammend. Und wenn wir jetzt zu den anderen gehen, Louis Mayer, der ist nämlich geil. Louis Mayer heißt eigentlich Lazar Mayer. Lazar, Louis, Louis, ihr wisst, Louis ist Luzifer, also Lazar, ne? Der Lazarus. Ey, wenn wir von Friends reden, K to the One haut alles raus. Ich kann das nicht alles separat in die Jesus-Sendung und so. Nur um so nebenbei. Lazarus, ne? Das Lazarus-Wunder. Lazarus ist eine jüdische Abwandlung von Luzifer. Luzifer ist ja römisch, aber Luzifer gab es auch schon vorher bei Griechen und so. Aber eben Lazar Mayer oder eben Olivier Mayer. Champs-Élysées, Élysée ist Lazar, Olivier ist Louis. Élysée ist Louis, ist Luzifer. Krass, ne? Luzifer Mayer, Olivier Mayer. Ne, ist das nicht witzig? Olivier Mayer, Adolf Zucker, Karl Lemmle, was gab's noch? Jakob Warner, ne? Das klingt schon anders als Metro, Goldwyn Mayer, Paramount, Universal und so, ne? Das ist schon krass. Und alles Juden. Wie gesagt, einer war jetzt aus Österreich, einer war aus Ungarn, einige waren aus Polen, einer war sogar aus dem Schwabenland und so, ne? Alles Juden. Und in Amerika sagt man immer, die kommen alle aus derselben Ecke von Europa. Ja, weil die in Amerika halt so einen riesigen Kontinent haben
Und wenn ihr mal seht, hier Schwabenland, also hier Laupheim, wo Karl Lemle herkommt, bis hin zu hier Warner Brüder in Polen, also von Laupheim bis Polen und von Polen unter bis Ungarn, wo Adolf Zucker herkam, das ist nicht weit. Das ist eine Stunde Flug oder so. Und deswegen die Amerikaner, wenn sie von der West- zur Ostküste fliegen, das sind ja viele Stunden. Deshalb sagen die Amerikaner, ja, die kommen alle irgendwie aus demselben Ort in Europa. Aber es ist heutiges Ungarn, heutiges Polen, das sind Juden. Und da kann man nicht sagen, die bösen Deutschen, das waren auch die bösen Polen, die bösen Ungarn und eben die bösen Sowjets, die vertrieben haben. Ne? Stichwort Protokolle der Weisen von Zion. Ne? Das kam in Russland zuerst, dieser Anti-Judaismus. Ne? Wenn wir von Frames reden, auch wieder so ein Ding. Alle reden von Antizionismus, Antisemitismus, Entschuldigung. Die müssten von Antizionismus oder Antijudaismus reden, weil es geht um die Zionisten oder um die Juden. Es geht aber nicht um Semiten, denn Semiten sind die Abkömmlinge, die Nachkommen von Sem. Ja, Sem, der biblische Sem, die Semiten. Und übrigens, Sem, ist das nicht auch der Shem? Sham? Ihr wisst, Sham ist die Kerze. Sham bedeutet auch das innere Licht, so wie Nur. Nur ist Geist, aber das innere letzte Licht ist Sham, so wie Shamstag. Ihr denkt, es heißt auf Englisch Saturday, der Tag des Saturn, und Shamash oder Sham, Shams auf Iranisch, Shamse Tabriz, das Licht ist Saturn. Ja, Framing, ganz, ganz wichtig. Und die Nachkommen von Sem sind nicht nur die Israelis, sondern Semiten sind auch die Babylonier oder hier, wie heißt das? Ja, heutiges Irak. Ja, Shams, Shamash. Es gibt sogar den Jam auf Iranisch, ein mythischer König namens Jamshid. Es gibt den Jame Jam, den Kelch von Jamshid. Und wenn wir über die Bundeslade reden werden in Zukunft, bei der nächsten Sendung vielleicht, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde, wenn wir bei der nächsten Sendung dann über die Bundeslade reden, dann können wir erst die Konzepte herbeibringen, denn vorher mussten wir durch diese Sendung erstmal die Frames aufweichen und wir haben noch nicht mal 1% von Frames aufgelockert, nur um euch mal zu zeigen, wie wichtig es ist, sich mit Hollywoodismus zu beschäftigen. Wir haben jetzt eine Stunde geredet. Ab jetzt haben wir Streams, ich kann jetzt viel mehr Sachen vorbereiten und von daher seht ihr schon wieder dieser Gongschlag. Eine Stunde ist um, das reicht. Machen wir jeden Tag eine Stunde, ist besser als einmal 200 Stunden. Von daher hat mich sehr gefreut. Ich habe die Hälfte mal wieder vergessen, aber nicht schlimm, denn wir bleiben am Ball und ja, an der deutsch-iranischen Achse soll die Welt erwachsen. In diesem Sinne, nochmal richtig schön abspannen. Viel Spaß!